Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch Step by Step zeigen, wie man selber Wichtel aus Heide bzw. Heidebäumchen basteln kann. Das benötigte Material dafür werde ich auch wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Ich werde jetzt als erstes mit dem Heidebäumchen beginnen und die Heide hat in meinem Fall in etwa eine Länge zwischen 20 und sagen wir mal 25 Zentimetern. Dann habe ich mir auch schon einen Ast zurechtgeschnitten. Der hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa, ja, sagen wir mal 42 Zentimeter. Ihr könnt das Ganze aber auch in kleiner basteln oder halt in größer, wie ihr halt möchtet. Ja, und jetzt wird meine Heide erstmal gekappt werden. Hier direkt an der Basis, wo sie anfängt zu wachsen. Ich muss auch mal gucken, ob ich nachher nur diese eine Pflanze benötige oder noch eine zweite Pflanze. Das weiß ich jetzt selber in diesem Moment noch nicht. Ja, mal gucken, ne? Wie gesagt, die wird jetzt hier direkt an der Basis gekappt, die Heide. Ich habe meine Heide jetzt mal grob sortiert. Hier sind die längsten Stücke und das sind die kürzesten Stücke. Und bevor ich jetzt loslege, nehme ich mir erst einmal mein Gefäß hinzu, wo das nachher halt drin platziert werden soll. In meinem Fall ist das jetzt ein ganz alter Blumentopf. Jetzt nehme ich mal meinen Ast hinzu und halte mal an, ja, wie weit soll denn der Ast hier nachher aus dem Topf hinausschauen? Ich möchte das Ganze so ein bisschen höher hinausschauend lassen. Mal eben gucken. Muss ja auch nachher gut drin halten, ja, ein bisschen tiefer. Nehme mal die Heide und halte jetzt hier erst einmal an, wo ich überhaupt mit dem Wickeln dann gleich anfangen werde. Weil hier im unteren Bereich möchte ich ja auch noch einen Ast erkennen, wollte ich jetzt gerade sagen, einen Stamm erkennen. So, jetzt nehme ich mal den Stift und mache mir einfach mal eine Markierung. Weil ich halte jetzt nochmal sicherheitshalber hier eben selber an. Jetzt mal eben gucken. Ja, das ist schon eine ganz gute. Gehen wir mal ein bisschen. Ja, machen wir mal so in etwa ab hier. Kann man das gleich besser behalten. Der Topf kann jetzt wieder beiseite. Bindedraht ist jetzt am Start. Ist jetzt eigentlich auch egal, welche Farbe euer Draht hat. Ihr könnt jetzt auch so einen ganz dunklen Draht nehmen. Jetzt bin ich schon einen Tacken zu schnell. Also wie gesagt, Bindedraht. Und der wird jetzt hier erst einmal an der Markierung in etwa dran befestigt werden. Ich versuche da jetzt mal einen kleinen Knoten hinein zu friemeln. Der muss da auch wirklich gut dran sitzen, sonst hat man da nachher Probleme. Ich wickel hier mal eben ein paar Mal drum herum. Das ist jetzt auch Bindedraht aus einem vorherigen Projekt, was ich abgebaut hatte. Das war von einer Hortensienkugel. Heide. Jetzt mache ich mir mal so kleine Sträußchen mit der Heide. Je nachdem, wie buschig ihr das haben möchtet, halt mal mehr Heide nehmen oder mal weniger Heide. Da ist der Bindedraht. Und lege jetzt die Heide über den Bindedraht, aber dass hier oben auch noch ein bisschen was rausguckt. Das sind jetzt so 2-3 Zentimeter. Und das wird jetzt festgewickelt werden. Ich gehe da immer zweimal drumherum. Das soll ja nachher gut halten. Ihr könnt auch den ganz feinen Bindedraht verwenden, aber der kann beim Strammziehen dann leider auch mal schnell reißen. Jetzt habe ich hier wieder ein Sträußchen. Lege das jetzt daneben, ne? Also neben das bereits dran gebundene. Und wickel wieder drumherum. Wobei einmal, ich mache mal lieber zweimal. Habe jetzt hier gedreht. Mache mir wieder ein kleines Heidesträußchen. Ja, und ihr könnt ja auch schon sehen, ich beginne jetzt auch mit den längsten Stückchen der Heide. Ich würde immer so 2, 3 nehmen, als Sträußchen machen, drauflegen und festwickeln. So, jetzt kommt wieder was hinzu. Das wird jetzt einen Tacken höher gelegt werden als hier der Anfang. Da ist jetzt das Ende der bereits dran gewickelten Heide. Das kommt jetzt, ja, so 2 Zentimeter höher. Aber ihr könnt das auch gröber machen, ne? Das bleibt jedem selbst überlassen. Und ich denke, bei dem Ast, da werde ich immer so mit 3 Sträußchen arbeiten. Also 3 nebeneinander, drumherum wickeln. Und dann gehe ich halt immer wieder weiter nach oben. Ich bin jetzt hier am Ende meines Astes angekommen und jetzt wird die Heide ja, sagen wir mal, nur noch so frei eingearbeitet werden. Lege die jetzt wieder ein bisschen höher wie die vorherige Heide und wickel mit meinem Bindedraht drumherum. Jetzt kommt wieder ein Sträußchen hinzu. Das wird jetzt hier immer so auf gleicher Höhe gemacht werden. Die, sagen wir mal, erste Reihe wickel ich auch fest. Ich denke, da werde ich auch mal so mit 3 Sträußchen arbeiten. Na, mal eben hier sortieren. Lege ich mir jetzt auch wieder da drauf. Wickel ich auch zweimal wieder fest. Ja, und das mache ich so lange, bis mir das ja lang genug ist, sage ich jetzt einfach mal.
Wieder hier auf das vorherige, überlappend und mit dem Bindedraht festwickeln. Ihr werdet nachher sehen, warum. Ich komme jetzt zum Abschluss meines Heidebäumchens. Da hat man jetzt auch mehrere Optionen, wie man weiterarbeiten könnte. Option Nummer 1 wäre jetzt, den Draht abzuschneiden und mit dem bereits vorhandenen Draht zu verfriemeln. Der Abschluss würde mir persönlich jetzt allerdings nicht gefallen und von daher nehme ich mir jetzt mal ein Sträußchen und lege das genau andersrum. Ich stecke das aber hier so ein bisschen dazwischen. Dann kommt mal wieder ein Sträußchen, das wird wieder so rum eingearbeitet werden. Und da mache ich das Ende auch so zwischen das andere Sträußchen. Und wickel das dann auch wieder fest. Sieht meiner Meinung nach dann schöner aus. Da könnt ihr jetzt auch die Sträußchen so ein bisschen großzügiger machen. Wie gesagt, mal eins nach oben, eins nach unten. Einfach so, ja, einfach, ne, ist mal gesagt, nach Gefühl arbeiten, wie es euch so gefällt. Jetzt wickel ich mit meinem Draht bis fast ganz nach oben. Mal eben hier ein paar Mal drum herum machen und gehe jetzt wieder nach unten mit dem Bindedraht. So. Ja, das kann hier ruhig noch ein bisschen abstehen. Wo habe ich jetzt meine alte Drahtschere hingetan? Ach, da ist sie. Bindedraht kommt jetzt ab. Mache ich mal eben ein bisschen großzügiger und verfriemel den mit dem bereits vorhandenen Bindedraht. Ja, und der Vorteil ist, wenn man ein bisschen weiter gewickelt hat, als der Ast lang ist, dann kann man den Abschluss hier auch noch so ein bisschen zurechtbiegen, ne? Je nachdem, wie man das gerne haben möchte. Mein Ast ist ja sowieso etwas krumm und von daher kann das Ende hier auch so ein bisschen krumm sein. Die Heide, die könnt ihr auch noch ein bisschen, wie heißt es, plüschiger euch zurechtformen. Ich habe jetzt meinen Blumentopf einfach mit Kakteengranulat aufgefüllt. Alternativ könnt ihr aber auch genauso gut Blumenerde nehmen. Die müsst ihr dann halt nur richtig gut andrücken, ne? Damit das Bäumchen auch stehen bleibt. Ich glaube, ich muss mal gleich von weiter weg gucken, ob das überhaupt so gut aussieht. Ja, und das Kakteengranulat decke ich jetzt mit etwas Moos ab. Das kann da auch ruhig ein bisschen hinausschauen, das Moos. Das ist jetzt auch wieder Plattenmoos, oder was heißt wieder? Ich verwende relativ häufig Plattenmoos. Wenn ihr möchtet, dass das Moos länger frisch bleibt, dann täglich wirklich mit Wasser einsprühen. Ja, und dann kann man sich ja überlegen, ob man das halt draußen oder drinnen platzieren möchte. Aber ich glaube, das müssen wir hier noch ein bisschen justieren. Theoretisch gesehen könnte man jetzt auch noch eine Lichterkette mit einarbeiten, werde ich jetzt allerdings nicht machen. Dann komme ich jetzt mal zu dem Wichtel aus Heide. Im Übrigen werde ich 2 Wichtel aus Heide erstellen. Bei dem ersten Wichtel wird die Pflanze auch wieder komplett runtergeschnitten werden. Das mache ich aber jetzt mal für euch eben im Schnelldurchlauf. Das Grün der Heide habe ich jetzt wirklich nur so grob sortiert und ich werde im Übrigen 2 Wichtel aus Heide erstellen. Bei dem ersten wird mir dieser Ast als Aufbau dienen. Der hat jetzt in meinem Fall eine Länge von ca. 20 cm. Ja, der Anfang ist jetzt ähnlich wie bei dem Heidebäumchen. Ich nehme jetzt mal wieder das längste Grün, was ich habe. Halte das jetzt hier erst einmal an. Wie weit soll das hier unten hervorstehen? Ja, sagen wir mal noch ein bisschen tiefer. Das Ganze soll auch gleich ein bisschen üppiger werden. Ich mache jetzt hier erst einmal meinen Bindedraht dran. So. Verfriemeln wir das hier mal miteinander, damit das auch gut sitzt gleich. Ja, noch einmal. Ja, und der Wichtel, der soll aber auch, habe ich jetzt schon gesagt, der soll plüschiger werden. Ja, immer einfach mal anhalten, wie soll das halt bei euch aussehen. Und da werden jetzt auch die Sträußchen der Heide deutlich üppiger eingearbeitet werden, wie bei dem, wie heißt es, bei dem Heidebäumchen. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, ob ich noch die Reste, jetzt kriege ich hier mal eine kleine Sprachstörung, die Reste vom Strandflieder mit einarbeiten möchte, aber ich werde das jetzt sein lassen. Jetzt kommt die letzte Reihe mit meinem Grün, wird auch wieder ein bisschen höher gelegt werden als das vorherige Grün. Und das endet jetzt auch an dem Ast hier. Jetzt bitte nicht wundern, warum hier überall schon Moos auf meinem Arbeitstisch liegt, aber mir ist gerade der Worst Case passiert. Ich hatte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Naja gut, kann passieren. Jedenfalls bin ich jetzt mit der Besenheide soweit fertig. Ich habe die in etwa bis zum Ende meines Astes dran gewickelt. Jetzt braucht mein Wichtel ja noch eine Mütze und die wird aus Plattenmoos erstellt werden. Das Moos lege ich jetzt überlappend auf die Besenheide. Bindedraht ist auch immer noch dran und wickel das mit dem Bindedraht fest.
So, muss man jetzt auch ordentlich stramm ziehen. Ja, da könnte noch ein bisschen was Schöneres hin an Moos. Wenn da jetzt noch zu viel Erde bei eurem Moos drunter sein sollte, einfach mal so abfriemeln. Es wird sonst schnell einfach zu dick und auch nicht mehr so biegsam, das Moos. Ja, und das wickele ich jetzt so lange da drum herum, bis mir das gefällt. Brauchen wir noch mehr Moos. Auch überlappend auf das vorherige Moos. Ich wickele jetzt auch schon bis nach oben. Oder bis nach oben, bis ans Ende meines Mooses. Jetzt gehe ich mit meinem Bindedraht wieder nach unten. Dass das Moos auch gleich richtig gut da dran sitzt. Ich überlege nur gerade, ob das jetzt noch ein bisschen dicker sein könnte. Meine Zipfelmütze. Na, hier könnt ihr sehen, ich bin jetzt schon dabei, das hier auszuformen. Ich glaube, einmal wickele ich jetzt hier mit meinem Draht noch drum herum und überprüfe mal, ob hier noch Stellen sind, wo was dran kann. Ja, jetzt schneide ich meinen Draht mal ab. Aber mit dem Strandflieder muss ich mir auch noch was überlegen. Ich hatte erst darüber nachgedacht, den hier bei dem Wichtel mit einzuarbeiten, aber irgendwie habe ich mir gedacht, nee, doch nicht. Den werde ich einfach beiseite legen und dann kann der in Ruhe trocknen. So ein Wichtel benötigt natürlich auch Augen und dafür werde ich jetzt einfach diese Hülsen der Eicheln mit Heißkleber befüllen. Ich lege die jetzt auch nur deshalb da drauf, damit die nicht nachher hin und her kullern. Fülle ich jetzt wie gesagt mit Heißkleber auf. Ich werde den Ast hier unten jetzt ein bisschen kappen, weil der jetzt doch einen Tacken zu lang ist. Ich hoffe nur, das ist jetzt gleich keine Fehlentscheidung. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich die Heide nicht aus Versehen jetzt mit abschneide. So, komm schon. Okay. Ja, so ist das besser. Dann steht er auch selber von... Dann steht er von alleine auch selber, der Wichtel. Mal schauen, was meine Augen machen, ob die jetzt schon trocken sind. Vorsichtig fühlen. Na, noch nicht ganz. Dann werde ich den Wichtel jetzt gleich erst weitermachen. Da ist was rausgehüpft. Kommt hier einfach mal wieder rein. Ne, dann hole ich jetzt mal eben eine Schale, wo drauf der platziert werden soll. Dann kann ich das ja schon mal machen und die Augen können halt weiter trocknen. Ich habe meine Schale jetzt draußen schon mal mit Plattenmoos abgedeckt und die hat eine Größe von 24 x 24 cm. So, Wichtel können wir jetzt hier mal platzieren. Ja, und dann kann man natürlich jetzt noch darüber nachdenken, ob man hier auch noch irgendwas hinlegen möchte. Ich hatte jetzt erstmal geguckt mit einem Zierkürbis, aber ich glaube, wenn, dann werde ich hier höchstens noch Zapfen einarbeiten. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, mein Wichtel soll jetzt auch noch einen Bart bekommen. Schneide ich hier mal eben zurecht. Das sind so Puschel von Ziergräsern, so nenne ich die mal ganz gerne. Mal schauen, ob man die einfach hier so hineinstecken kann oder ob ich die doch mit der Heißklebepistole gleich befestigen werde. Ja, ich denke, ich komme um die Heißklebepistole jetzt da nicht drum herum. Mal gucken. Obwohl, nö, das hält doch schon ganz gut von alleine. Dann braucht er ja gleich die Augen und noch eine Nase. Irgendwie sieht das ganz süß aus, ne? Ich denke, da kommen höchstens noch ein paar Zweige hin oder so. Muss ich mal eben selber überlegen. Was macht hier mein Auge? Bei dem hier ist es einfach, kann ich auch nur so hineinstecken. Beziehungsweise muss ich auch noch anmalen. War jetzt hier schon einen Tacken zu schnell. Nehme ich jetzt einfach so ein Edding und male mir hier noch ein Auge drauf. So. Ich hatte das auch einmal ausprobiert mit diesen Plastikaugen, beziehungsweise ich hatte die so angehalten. Aber das gefiel mir jetzt nicht wirklich. Die Nase vom Wichtel ist jetzt in meinem Fall ein Lärchenzapfen und wird mit der Heißklebepistole befestigt werden. So, nur eben gucken. Drücke ich jetzt hier mal einen Moment jetzt an, damit das auch hält. So, jetzt kommen die Augen dran. Werde ich auch mit der Heißklebepistole befestigen. Wichtel Nummer 2 hat jetzt den Vorteil, dass die Pflanze nicht gekappt wird, sondern die wird einfach nur zusammengebunden werden. Jetzt muss ich mal eben hier meinen Draht justieren. Wenn ihr das ein bisschen plüschiger behalten möchtet, dann den Draht in gröberen Abständen drumherum wickeln. So, muss das hier eben einmal verfrickeln. Jetzt gehe ich noch mal einmal nach unten zum Anfang meines Drahts.
Den Bindedraht schneide ich jetzt ab und hier habe ich den Anfang von meinem Draht und verfriere mir die beiden miteinander. Ich verwebe die jetzt einfach mal. Wenn ihr jetzt noch Stellen haben solltet, wo euch der Draht zu locker sitzt, auch einfach mal so ein bisschen fester zwirbeln. So, dann stecken wir jetzt hier einfach mal irgendwo hinein, damit man das nicht sieht. Ja, und jetzt kann man überlegen, wie man das jetzt weiter gestalten möchte. Das kann man hier jetzt auch ein bisschen bewegen noch. Beziehungsweise, wo soll jetzt das Gesicht hin? Nur eben selber noch mal überlegen. Ich werde jetzt als nächstes meinen Topf mit Moos abdecken. Dazu mache ich jetzt Bindedraht an den Topf dran oder auch nicht. Das hier mal eben miteinander verfriemeln. Plattenmoos habe ich jetzt hier bereits schon liegen. So. Eben hier drumherum. Und das wickele ich jetzt auch einfach nur mit dem Bindedraht fest. Der Wichtel bekommt jetzt noch sein Gesicht. Als Nase nehme ich eine Kastanie, welche mit Heißkleber befestigt wird. Die Reste der Heide werde ich einfach mal aufheben und trocknen lassen. Eventuell kann ich die noch für andere Projekte gebrauchen. Ja, und das ist hier für den Außenbereich gedacht und die beiden Sachen für den Innenbereich. Bei dem Wichtel habe ich jetzt noch ein bisschen nachträglich dekoriert. Hier vorne ist ein Baumpilz, Zapfen, Zierkürbis und noch ein Zapfen. Ja, und dann werde ich mich auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!